Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. Folge 11. Heute bauen wir uns ein Seitenruder. Oder zwei. Oder ein paar. Bevor der Tag beginnt, erstmal vernünftig Frühstück. Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und dann alle Aufrechten und vor allem alle Handwerker unter euch, genießt den Tag und lasst euch nicht unterkriegen von den Bankern und dem anderen Gesindel, was da rumrennt. In diesem Sinne, erschafft was. Als einer der ersten Flugzeugbauer nutzte Fokker die Gemischtbauweise, in der geschweißte Stahlrohrkomponenten und Holzelemente kombiniert wurden. Bereits sein fünfter eigener Entwurf, die Fokker M5, zeigte hierbei alle Merkmale der späteren Flugzeuge. Auch das Seitenruder war hier aus geschweißten Stahlrohren hergestellt. Bei der ersten Versuchsmaschine hatte es noch eine relativ eckige Form, die aber dann schon beim zweiten Flugzeug in die für Fokker typische Komma-Form abgeändert wurde. Auch die Festigkeit und beste Aussteifung der Rippen wurden gleich zu Anfang durch Versuchsbelastungen ermittelt. Das sogenannte Komma-Seitenruder wurde so fast schon ein Markenzeichen für Fokker. Die M5, die M6, über die M8 und die M14, die übrigens als Fokker E1 bis E3 berühmt wurde, bis hin zur M22 und dann auch der V5, also dem Fokker Dreidecker, wurde die Konstruktion beibehalten. Lediglich die Form der Außenkontur durchlief mehrere Änderungen. Und genau um den Bau der Seitenruder für die DR1 geht es uns heute. Woher weiß man so genau, wie es ausgesehen hat? Nun, es gibt erhaltene Exemplare, die von uns selbst und anderen vermessen und untersucht wurden. Zwei, die hier besonders erwähnt werden sollten, sind Paul Lehman und Langton Badger. Allen voran das erhaltene Ruder im Imperialen Kriegsmuseum liefert viele Anhaltspunkte inklusive Fotos, die mit einer Sonde gemacht wurden und das Innenleben zeigen. Leider kennen wir keine Werkszeichnungen zum Seitenruder des Dreideckers selbst, aber es gibt andere erhaltene Werkszeichnungen und auch erhaltene Ruder späterer Flugzeuge wie der Fokker D7 oder der D8, die alle dieselben konstruktiven Merkmale aufweisen und daher als Referenz herhalten können. Und es gibt die Beuteberichte und Fotografien von Stapenhorsts 14417 oder auch Richthofens 42517,
die ebenfalls sehr aufschlussreich sind. Dem Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte sind also der Aufbau und die Materialien der Seitenruder ziemlich bekannt. Hierauf aufbauend fertigen wir unsere Nachbauten. Und um das hier geht es uns heute, den Nachbau des Dreidecker-Seitenruders. Für unser Museum wollen wir alle Fokker Seitenruder zur Darstellung an der Wand nachbauen. Fokker E3. Fokker D5. Alle diese Ruder sind konstruktiv identisch. Der Unterschied liegt bei den M-Typen in den Scharnieren, die anders sind als bei den späteren V-Typen, wo der Dreidecker dazu gehört. Und einzelne Flugzeuge haben unterschiedliche Außenkonturen. Der Aufbau ist immer identisch. Und wie so ein Ruder gebaut wird, zeigen wir euch heute von Anfang bis Ende inklusive Bespannung. Was wir wollen für das Museum: Wir wollen vom Dreidecker alle Seitenruder nachbauen, für die es einen fotografischen Beleg für die Form der Kreuze gibt. Der Dreidecker kam nämlich raus zu einer Zeit, als die Vorschrift geändert wurde und das eiserne Kreuz in Balkenkreuz geändert werden musste. Und die Vorschriften in ihrer Formulierung waren so widersprüchlich und unklar, dass es zu allen möglichen Fehlinterpretationen an der Front kam. Und deswegen gibt es viele verschiedene Kreuzformen am Dreidecker und die wollen wir alle in unserem Museum zeigen. Und dazu müssen wir die Seitenruder nachbauen. Aber wir bauen nicht nur für uns Seitenruder nach, sondern auch für Sammler. Wenn euch also so ein Seitenruder interessiert, meldet euch einfach und fragt mal nach. Das kostet ja auch nicht die Welt, aber umsonst gibt es auch nicht. Jetzt gucken wir mal. Und so sieht es aus, wenn das fertige Seitenruder dann einmal am Rumpf montiert ist und wedelt. Angetrieben wird es durch Seilzüge und über Fußpedale. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ungefähr 60 Arbeitsstunden werden in den Bau eines dieser Ruder laufen. Und das alles bei einem Gesamtgewicht von lediglich 2 Kilo. Fertig bespannt wohlgemerkt. Mit dem Bau der Einzelteile des Seitenruders oder der Seitenruder habe ich Anfang letzten Jahres begonnen. Ich habe damals nicht mitgefilmt, das kann ich euch nicht zeigen, das zeige ich in separaten Werkstattschauen noch einmal. Hier sind die Teile fertig. Ich werde euch den weiteren Bau ab hier zeigen. Es dreht sich also um die Scharniere, die Füllklötze zum Freihalten der Scharniere, die Ruderhebel und dergleichen. Alles andere wird ab sofort mitgefilmt und das zeige ich euch in den einzelnen Schritten nun. Die Rippen der Seitenruder bestehen aus geschweißtem Stahlrohr, 8 mm Außendurchmesser, 0,5 mm Wandung, autogen geschweißt. Zur Versteifung eine Fachwerkausstrebung, die eingesetzt und eingeschweißt wird. Und wie wir es an den Sondenaufnahmen der Innenaufnahmen des Seitenruders im Imperial War Museum in England gesehen haben, werden diese Fachwerk-Verbundstreben lediglich mit Punkten an ihrem Platz gehalten. Das genügt von der Stabilität her auch vollkommen. Das Gasschweißen mit Flamme ist hier natürlich schon eine gewisse Herausforderung. 0,5 mm Wandung an einem Stahlrohr, die sind schon ziemlich schnell durchgebrannt. Wundert euch bitte nicht, wenn die einzelnen Sequenzen nicht kürzer
Wundert euch bitte nicht, wenn die einzelnen Sequenzen nicht kürzer zusammengeschnitten sind. Ich möchte euch einen Eindruck davon vermitteln, wie die Abläufe sind. Das geht am besten, indem ich das in Echtzeit zeige. Das ist Absicht. Ich könnte es schneller zusammenschneiden, aber das würde euch das Ganze nicht so nahe bringen, wie ich es gerne nahe bringen möchte. Und so sieht die Rippe mit ihrer Fachwerkaussteifung am Ende aus. Dasselbe wiederholt sich jetzt für die obere Rippe im Seitenruder. Im Anschluss hieran werden die Schweißpunkte sauber gemacht. Dies passiert mit der Drahtbürste, entweder elektrisch oder von Hand. Im nächsten Arbeitsgang wird das Ruderhorn, also der Ruderhebel zur Anlenkung des Seitenruders, an seine richtige Position geschoben und dort mit dem Hauptholm verschweißt. Ein Schweißpunkt hält ihn an seinem Platz und solange dieser noch glüht, kann man es noch ausrichten. Es wird ringsherum um den Hauptholm geschweißt. Hauptholm und Ruderhorn haben 1 mm Wandung, das geht also ganz gut ohne große Schwierigkeiten. Hier mal ein interessanter Blick in den Hauptholm hinein. Da sieht man schön, wie wirklich das Material auch durchgeschweißt wird.
So, die ersten paar Ruderhörner wären fertig geschweißt. Auch hier wird gleich im Anschluss daran wieder gesäubert. Die Außenkante oder Leitkante des Ruders wird an einer 3-Punkt-Rollenbiegemaschine geformt. Das geschieht freihand. Die unterschiedlichen Radien werden durch Zustellen einer der 3 Rollen erzielt, die Übergänge per Augenmaß angeglichen. Irgendwie so halt von hier bis da ein bisschen enger und da ein bisschen weiter, wird schon passen. Schön prüfen. Dann in die Form legen. Und manchmal, wie in diesem Fall, ups, bin ich selber ganz erstaunt, wie gut das auf einen Hieb passt. Trotz aller Übung und Erfahrung ist es natürlich etwas anderes, das Ding auch in der Ebene plan zu biegen. Das funktioniert meistens nicht auf Anhieb. Hier wird eben am Tisch auf der flachen Ebene nochmal nachgerichtet. Das Kippeln verrät einem, wo man biegen muss und wo nicht. Hier. Also raus aus der Form das Ganze und zärtlich nachrichten. Und wieder rein in die Form und auf den flachen Tisch. Und so sucht man sich die nächste Stelle, bis das Ding wirklich in einer Ebene liegt. Und am Ende liegt das schön gebogene Teil sauber an den Formklötzen an und plan auf dem Tisch. Auf der Arbeitsplatte sind nicht nur die Formklötze aufgeleimt, sondern dort befindet sich auch eine 1:1 Zeichnung des Seitenruders selbst. Anhand dieser Zeichnung können alle Einzelteile jetzt für die Montage vorbereitet werden, das heißt abgelenkt, angepasst und so weiter. Ich beginne hierzu mit der unteren Rippe, nehme mir dann die obere Rippe vor und anschließend den Ruderholm. Für die Montage werden die Rippen zuerst an ihren Platz geschoben.
Der Zusammenbau der noch losen Einzelteile erfolgt dann frei am Schraubstock. Zunächst einfach nur durch Schweißpunkte, später wird dann fertig geschweißt. Und ja, das wurde damals auch so gemacht. Ohne Schweißschablonen. Freihand. Da gibt's genug Fotos und auch Filmaufnahmen, die das zeigen. Es funktioniert auch tadellos. Und so gewinnt die Struktur Punkt für Punkt Stabilität und Zusammenhalt. Und da die Rippen sich zu diesem Zeitpunkt noch frei auf dem Ruderholm drehen können, kann auch hier noch alles nachgerichtet und justiert werden. Erst wenn alles richtig sitzt, werden die Rippen mit dem Holm verschweißt. Naja, schaut doch ganz ordentlich aus. Nach dem Festschweißen der unteren Rippe wird die obere ebenso angeschweißt. Die Wandungen der Stahlrohre beträgt hier 1 mm für den Hauptholm und 0,5 mm für die Rippe. Man muss beim Schweißen also darauf achten, dass man das 0,5 mm Stahlrohr nicht durchbrennt, während das 1 mm Stahlrohr noch gar nicht warm genug ist, um wirklich durchgeschweißt zu werden. Und dann kann das Schweißen beginnen. Nachdem alle Seitenruder ihre Teile zusammengepunktet hatten, werden jedes einzelne Seitenruder Stück für Stück nun durchgeschweißt. Hier das Ganze im Zeitraffer.
Natürlich immer erst eine Seite so weit wie möglich, dann wird das Ganze umgedreht. Die letzte Schweißnaht zeige ich euch jetzt noch in Echtzeit. So, am Schluss nochmal eine Kontrolle, ob auch wirklich überall geschweißt wurde oder ob was übersehen worden ist. Und dann kann es mit dem nächsten weitergehen. Und zwischendurch mal einen guten Schluck Kaffee. Ist ja kalt hier. Sehr gut. Gesäubert wird auch hier wieder mit der Drahtbürste. Als Korrosionsschutz werden die offenen Innenseiten mit Leinölfirnis geflutet. Um die Festigkeit des Ruders im Betrieb und unter den Luftdrücken zu erhöhen, wird im Bereich des Ruderholmes ein Holzklotz eingeschlagen. Der sitzt nachher innen im Rohr und verhindert, dass dieses unter den Zugkräften der Steuerseile und der Luftdruckangriffe am Ruder kollabiert. Wir zeigen im Anschluss an die heutige Werkstattschau noch ein Video, das wir vor Jahren einmal gedreht haben, bei dem es um den Belastungsversuch eines solchen Seitenruders geht. Da sieht man sehr schön, was passiert, wenn dieses Holzstück nicht vorhanden ist. Und nachdem der Holzklotz nun an seinem Platz ist, kann man auch den unteren Stellring für das untere Ruderscharnier festnieten. Erst deutlich ankörnen und dann am Ruderholm direkt an der Ständerbohrmaschine bohren.
Und so sitzt der Niet dann im Stellring und geht quer durch den Hauptholm. Das Vernieten erfolgt anschließend auch wieder auf dem Amboss. Die Ruderscharniere hier in diesem Bild sind übrigens gepresste Stahlrohr-U-Schellen, in die das Gleitlager aus Messing weich eingelötet ist. Egal was passiert, diese Scharniere können nicht verloren gehen, sie können nicht abreißen. Eine unglaublich sichere Konstruktion. Wir werden uns diesen Scharnieren und ihren Besonderheiten sowie ihrer weiteren Entwicklung in einer separaten Werkstattschau noch einmal extra entnehmen. Nach dem Nieten noch eine Funktionsprüfung, nicht dass der Stellring das Scharnier verklemmt. Schauen, ob die anderen Scharniere, das obere, auch frei läuft. Und dann ab zu den übrigen. Und weiter im Text. Daran anschließend wird entfettet, damit die Farbe auch hält, und dann können die Seitenruder gestrichen werden. Auch hier natürlich wie früher mit Pinsel, nicht in der Sprühkabine. Anhand von originalen Teilen aus der Episode Fokkers im Ersten Weltkrieg wissen wir, dass diese Stahlrohrkomponenten nicht mit einem Rostschutzlack vorgrundiert wurden, sondern hier kam die Farbe direkt auf den Stahl. Das war natürlich der Kriegslage geschuldet. Es spart Arbeitszeit, Rohstoffe und letzten Endes auch Gewicht. Langlebigkeit war von untergeordneter Bedeutung, schließlich hielten die Flugzeuge ohnehin nur durchschnittlich 3 Monate. Entweder gingen sie dann kaputt, oder sie wurden durch neue Muster ersetzt. Da das obere Scharnier frei und ohne Stellring auf dem Ruderholm gleiten kann, das heißt die Position zum unteren verändern kann, wie es möchte, wird es jetzt an die richtige Position geschoben und dort anschließend der Füllklotz befestigt. Damit ist die Lage eigentlich vorgegeben und fixiert. Der Füllklotz ist ein Stück Holz, das dafür sorgt, dass an der Stelle, wo das Scharnier sitzt, die Bespannung nachher um das Scharnier drumherum befestigt werden kann. Dieser Füllklotz wird mit einfachen Aluminiumstreifen am Hauptholm befestigt. Der Füllklotz bildet gewissermaßen auch einen Käfig für das Scharnier. Das kann jetzt in diesem Freiraum, der gebildet wird, nach oben und unten ein Stück verschoben werden. Hierdurch ist es möglich, eventuelle Bautoleranzen im Rumpfgerüst auch mit auszugleichen. Es stellt also sicher,
dass unterschiedliche Seitenruder an unterschiedlichen Rümpfen tatsächlich auch passen. Zur Befestigung der Bespannung am Stahlrohrgerüst werden jetzt Leinenstreifen geschnitten, mit denen das Gerüst bewickelt wird, um dann die Bespannung daran ankleben zu können. Das ist eine recht gemütliche Arbeit. Und wie uns Finn hier demonstriert, geht das sogar mit geschlossenen Augen. Warte, Thomas. Papa, hast du genau drauf gewartet, dass ich die Augen aufmache, wie was? Ja klar, muss man so machen, wenn man das filmt. Um den Stoff für die Bespannung zurechtzuschneiden, kann man sich eine Papierschablone machen, anhand der man dann den Stoff ausschneiden kann. Mit Stecknadeln wird der Stoff dann ringsherum straff aufgespannt. Das ist der große Vorteil der Bewicklung. Dasselbe geschieht mit der Stoffbespannung der anderen Seite. Entlang der Leitkante werden die beiden Teile dann mit den Stecknadeln zusammengesteckt und entlang dieser Bahn kann dann genäht werden. Das geht natürlich nur so weit, dass der Sack eine entsprechende Öffnung hat, die noch über das Seitenruder rübergezogen werden kann. Der Rest muss mit einer Handnaht geschlossen werden. Egal wie, aber das Wichtigste beim Bespannen solcher Teile ist immer, dass man beide Fäden in Schuss und Kette immer auch in ihrer Richtung zieht und nicht diagonal dazu, sonst entstehen später Wellen und Falten. Und die sind nur sehr schwer wieder rauszukriegen. Sobald der Bereich für die Maschinennaht ordentlich abgesteckt wurde mit den Stecknadeln, können die anderen Nadeln aus der Bewicklung herausgezogen werden, sodass der Stoff vom Seitenruder herabgenommen werden kann. Also Schneider wäre nicht mein Beruf. Laufend piekst man sich an diesen scheiß Stecknadeln. Und mit den zusammengesteckten beiden Teilen geht's dann an die Nähmaschine. Wir benutzen zum Nähen dieselbe Nähmaschine, die damals auch in der Fokker Näherei gestanden hat. Nicht weil es ein Muss ist, sondern weil es einfach Spaß macht.
Und ja, Fußpedal und Treibriemen funktionieren, aber wie gesagt, ich bin kein gelernter Näher und wer langsam denkt, muss langsam fahren, daher lieber mit der Handkurbel. Das Nähen erfordert natürlich erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration, ganz wichtig. Für die Verbindung der Stoffteile der Außenhaut von Flugzeugen verwendete Fokker die sogenannte einfache Kappnaht. Hierbei werden die beiden Stoffteile zuerst übereinander gelegt, mit einer einfachen Naht miteinander verbunden, dann werden sie aufgeklappt, entlang der ursprünglichen Naht noch einmal genäht und das Ganze wird dann in 5 mm Abstand noch einmal abgesteppt. Und diese Socke oder dieser Sack, wie immer man möchte, der kann dann nachher über das Gerüst wieder drüber gezogen werden und sollte dort stramm sitzen. Wenn er das nicht tut, muss noch einmal nachgenäht werden. Aber meistens passt's. Ja Himmel, jetzt komm halt her, du Fetzen! So sieht die Naht dann aus, wenn sie schön sauber entlang der Leitkante zu liegen kommt. Diese Methode wurde bis Kriegsende fast unverändert beibehalten. Ganz zum Schluss ging man dann dazu über, die beiden Stoffteile nur noch an die Bewicklung anzukleben, anstatt zu nähen. Man hat sich die Zeit gespart. Ob das die Fokker E3 ist, die Höhenleitwerke der D7, Seitenleitwerke oder sogar Flügel. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Die offene Seite wird später mit einer Handnaht geschlossen. Und das Ganze wird zum Schutz noch einmal mit Leinenstreifen überklebt. Geklebt wird mit Weißleim, Wiener Papp und Spannlack oder Klebelack, was für den jeweiligen Zweck geeignet ist. Gespannt und luftdicht gemacht wird der Bezugsstoff mit sogenanntem Spannlack. Hier handelt es sich aber nicht um ein einfaches Streichen des Stoffes, sondern um ein Tränken. Das ist ein reiner Funktionslack, der hat mit dem Aussehen nichts zu tun. Der soll eine Funktion erfüllen und die kann er nur dann erfüllen, wenn gewährleistet ist, dass genug davon auf dem Stoff ist. Beim Spannlack handelt es sich um 15% Füllstoff, in dem Fall Zellulose, aufgelöst in 85% Lösungsmittel, in dem Fall Acetat, also ein Zelluloseacetat. Die Moleküle der Zellstoffe werden durch die Lösung in der gesamten Menge des Lösungsmittels verteilt. Durch seine Verdunstung rücken sie allerdings wieder zusammen und das ist es, was den Stoff spannt und auch abdichtet. Nach der ersten Durchtränkung wird der Stoff zunächst störrisch und faltig, das ist völlig normal. Erst die nachfolgenden 2, 3 oder 4 Anstriche straffen den Stoff tatsächlich. Spätestens nach dem zweiten Anstrich sollten allerdings alle Verstärkungsstoffstücke aufgeklebt sein, auch am besten mit Spannlack selbst. Hier sehen wir das Anbringen der Lederversteifung um den Ausschnitt für das Ruderscharnier herum. Auch das wird mit Spannlack aufgeklebt.
Und sobald die Lederverstärkung an ihrem Platz sitzt, wird sie mit kleinen Nägelchen am darunterliegenden Holzklotz angenagelt. Gegen Kriegsende hin wurden diese Lederversteifungen auch durch einfache Stoffaufleimer ersetzt. Auch die Lederverstärkung wird im weiteren Prozess mit Spanlack getränkt und immer gleich mit überstrichen. Dann folgen die endgültigen Anstriche. So lang, bis alle Wellen draußen und der Stoff straff gespannt und luftdicht ist. Mit jeder Durchtränkung strafft sich die Haut mehr und mehr. Die Spanlackschicht sollte überall gleich dick sein. Sie muss einen dicken Film bilden, was natürlich an den Kanten etwas problematisch ist, weil hier fängt er gerne an zu laufen und das hinterlässt hässliche Tropfen, die aushärten und nachher nicht mehr wegzubekommen sind. Hier ein bisschen Acht geben. Und wir reden hier wirklich nicht von einem dünnen Farbanstrich. Dieser Lack funktioniert nur, wenn er dick aufgetragen wird. Für Lackierer, die es interessiert, sei kurz erwähnt, um so ein Seitenruder mit 0,6 Quadratmeter Fläche von beiden Seiten mit Spanlack einzustreichen, braucht man etwa 2 Liter. Bei der Beurteilung der Menge muss man aber im Blick behalten, dass wir mit Reinleinen bespannen. Baumwolle würde sich anders verhalten. Erst wenn alle Falten draußen sind, kriegt das Ganze einen letzten Anstrich mit Spanlack. Und so klingt ein sauber bespanntes, fertiges Seitenruder für den Dreidecker. Im nächsten Arbeitsgang erfolgt das Lackieren in Weiß. Auch wieder mit dem Pinsel natürlich. Für das Kreuz gibt es eine Schablone, natürlich. Diese kann man ordentlich ausmitteln oder per Augenmaß auflegen. An Originalaufnahmen sieht man, dass das Kreuz an allen möglichen Stellen saß. Anhand dieser Schablone wird das Kreuz auf den weißen Untergrund mit einem weichen Bleistift vorgezeichnet. Für die spätere Lackierung des Kreuzes wird zunächst der Rand dünn mit einem Pinsel entlang der Bleistiftlinie freihand ausgezogen.
Anschließend wird alles dick mit Farbe ausgepinselt. Mittels Tupfschablonen werden die Firmenkennzeichen und die Seriennummern aufgetupft. Wie eingangs in dieser Folge unserer Werkstattschau erwähnt, wollen wir für das Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte hier in Weschenbeuren alle Seitenruder zeigen, die aufgrund von Fehlinterpretation die merkwürdigsten Kreuzformen auf sich haben. Hiernach richten sich dann auch die Seriennummern, die wir auftupfen, und eventuelle persönliche Markierungen, wie hier der schwarze Rand um das Seitenruder der Maschine von Paul Bäumer, die zur Jasta 2 gehörte. Bäumers Dreidecker mit der militärischen Seriennummer 204-17 gehörte offenbar zu einem der ersten Flugzeuge, die vom Staffelmaler der Jasta 2 entsprechend der neuen Forderungen seine eisernen Kreuze mit den geschwungenen Armen geändert bekommen sollte in Balkenkreuze mit geraden Armen. Offenbar gab es hier eine Fehlinterpretation. Das Kreuz wurde vergrößert und statt Balkenkreuz zu verwenden, wurden einfach nur die konkaven Seiten des eisernen Kreuzes begradigt. Offenbar wurde der Fehler vom Staffelmaler erkannt und die Arbeit mittendrin abgebrochen, und das Ganze war wohl auch so ansehnlich, dass der Staffelfotograf das Ding entsprechend fotografiert hat. Um zu verdeutlichen, was der Staffelmaler eigentlich vorhatte, haben wir die linke Seite unseres Seitenruder-Nachbaus quasi fertig gemalt. Aufgrund der zahlreichen Fehlinterpretationen und Änderungen der neuen Bestimmungen kam es zu sehr ausgefallenen Kreuzformen. Wir wollen diese in einem separaten Artikel an anderer Stelle behandeln. Hier nur kurz ein Überblick über die Seitenruder und Kreuzformen, die wir bislang im Museum haben. F1 102-17, einer der Dreidecker von Richthofens. Alle Dreidecker wurden zunächst werksseitig mit dem eisernen Kreuz auf weißem Grund ausgeliefert. Und dies blieb auch bis zum Ende der Serienfertigung so. Eine der ersten Vorschriften verlangte ein Übermalen des weißen Feldes unter dem eisernen Kreuz, und das eiserne Kreuz sollte mit einem 5 cm breiten Rand versehen werden. Hier das Seitenruder von 127-17. Hermann Wallendors 195-17 mit breitem Balkenkreuz. Dies wurde durch Übermalen der weißen Felder von den breiten Armen des eisernen Kreuzes herab zur Mitte hin erreicht. Das bereits erwähnte, überbreite, begradigte eiserne Kreuz auf Paul Bäumers 204-17. Manfred von Richthofens 425-17, wie sie noch im März 1918 aussah. Auch hier wurde einfach nur das weiße Feld unter dem Kreuz überstrichen, in dem Fall rot, und ein 5 cm weißer Rand um das eiserne Kreuz belassen. Arthur Rahns 433-17 der Jasta 19. Hier wurde das Kreuz geändert, indem der Innenteil schwarz ausgefüllt und die breiten Flügel des Kreuzes weiß übermalt wurden. Bei einigen Dreideckern, wie auch hier der 484-17, wurden einfach nur die konkaven Seiten des eisernen Kreuzes begradigt durch schwarzes Ausfüllen. Bei 489-17 wurden zunächst von innen heraus die breiten Flügel des eisernen Kreuzes übermalt. Später wurde der senkrechte Arm noch verlängert und durchgezogen. In dieser Blitzlichtaufnahme wird deutlich, was bei Tageslicht kaum zu sehen ist: die übermalten breiten Enden der eisernen Kreuze. Wie an diesem Dreidecker. In der Sammlung des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte hier in Weschenbeuren befinden sich auch noch andere Seitenruder, nicht nur vom Dreidecker. Fokker E3, Fokker D5, wie am Anfang gesehen, oder auch Pfalz D3. Mit denen will ich euch heute aber hier nicht langweilen, da könnt ihr doch mal vorbeikommen und sie euch selbst anschauen. Jetzt, zum Schluss, möchte ich euch noch einen alten Film zeigen, den ich vor einigen Jahren gemacht habe. Er demonstriert euch, wie stabil diese Seitenruderkonstruktion tatsächlich ist. Viel Spaß damit! Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne,
die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus. Fliege, richte die Sonne, richte die Sterne und drehst mir den Mond. Over in France there's a game that's played by all the soldier boys in each brigade. It's called hunting the Hun. This is how it is done. First you go get a gun, then you look for a Hun, then you start on the run for the son of a gun. You can capture them with ease. All you need is just a little Limburger cheese. Give 'em one little smell, they come out with a yell. Then your work is done. When they start to advance, shoot 'em in the pants. That's a game called hunting the Hun. First you go get a gun, then you look for a Hun, then you start on the run for the son of a gun. You can capture them with ease. All you need is just a little Limburger cheese. Give 'em one little smell, they come out with a yell. Then your work is done. When they start to advance, shoot 'em in the pants. That's a game called hunting the Hun. I met a soldier and he told me it's just the latest thing across the sea. It's a game that is new. They're all doing it too. First you go get a gun, then you look for a Hun, then you start on the run for the son of a gun. You can capture them with ease. All you need is just a little Limburger cheese. Give 'em one little smell, they come out with a yell. Then your work is done. When they start to advance, shoot 'em in the pants. That's the game called hunting the Hun. First you go get a gun, then you look for a Hun, then you start on the run for the son of a gun. If you want to bring them out, offer them a little bit of hot sauerkraut. They come over the top with a skip and a hop. Then your work is done. When they start in to eat, cut off their retreat. That's a game called hunting the Hun. First you go get a gun, then you look for a Hun, then you start on the run for the son of a gun. You can always make them tame. Let them know there's going to be a pinochle game. They come over the top with a skip and a hop. Then your work is done. When they first show their face, trump them with the mace. That's the game called hunting the Hun.
every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, drums coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there, over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, drums coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of a gun. Hoist the flag and let her fly. Yankee Doodle do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankee to the ranks from the towns and the tanks. Make your mother proud of you and the old red, white, and blue. Over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, drums coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there, over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, drums coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there. My fatherland, it is for thee. I ought to work from 1 to 3. So as there isn't much to do, I only come at 2:30. But working so exhausts a man, and I take all the rest I can. I need a sleep to put me right, and that's why I sit up all night. I'm very busy at my club. We have 100 on the rub. I lose 1,000 off the bet, then get the girl to take the rest. I go off to Maxine, where fun and frolic beam. With all the girls I chatter, I laugh and kiss and flatter. Lo, lo, do, 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 lo, lo, Margot, boo, boo, for turning to love matters. I take water to hand. Then I refresh my jaded brain with little suppers and champagne, and look into the lady's eyes. He'll say and I are close allies. So in a glass of golden wine, and in cordial I sigh, for I can do that sort of thing,
ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.